Wenn Sie mit Monument meinen, diese in den Boden eingelassenen Sachen, finde ich die absolut genial. Ich finde, es ist die beste Art, an die Geschwister Scholl zu erinnern. Sie wissen ja, was das bedeutet. Das symbolisiert die Flugblätter oder sind zum Teil die Flugblätter, die ja an dieser Stelle im Innenhof damals heruntergeflattert sind und hier überall an der Uni ausgelegt wurden. Und ich glaube, auf eine bessere Art kann man nicht erinnern. During the era of National Socialism in Germany, a small group of students attending the Ludwig Maximilian University have shared the same critical thoughts about the ruthless regime in the country and decided to fight against it. Supported by Professor Kurt Huber's motivational lectures and the banned books by the Gestapo, ordinary 20-year-old medicine student Hans Scholl formed the White Rose, a resistant organization, and was accompanied by his sister Sophie and many of his colleagues in their battles against the regime. They secretly distributed leaflets criticizing the dictatorship but were caught and sentenced to death by guillotine. However, a few months later, 5 million of their pamphlets were dropped from English airplanes all across Germany, titled The Manifesto of the Students in Munich. Also grundsätzlich halte ich es für eine gute Idee. Ich finde es nicht schlecht, dass das so eine Art Stolperstein ist. Also dass man doch irgendwie, wenn man mal auf den Boden guckt oder irgendwie so vor sich hinschaut, mal das sieht und da aufmerksam wird und da auch dann hingeht und sich irgendwie so einen Anstoß hat, so einen Impetus hat, sich damit zu beschäftigen. Ich denke, dass auch gerade vor der Uni ein passender Platz dafür ist, weil es ja auch hier geschehen ist. How I found about this is it's quite it's quite memorable because it shows her act about how she actually tried to tell everyone about the truth and not half truth or false things, which Adolf Hitler did. Yeah, so I think that she's a very strong person. Yeah, I think that she's a girl that's different from the rest. Ja. Also ich finde eigentlich, dass es eine gute Sache ist, weil das ist ja schon sehr lange her und ich meine, wir alle, wir Jugendlichen, haben ja wenig damit zu tun eigentlich. Aber das erinnert einen doch jeden Tag, wenn man da lang geht, doch an die Vergangenheit und auch an eine gewisse Verantwortung, die man ja hat. Die Flugblätter haben ja, glaube ich, gegen das Hitlerregime aufgerufen und gegen den Krieg aufgerufen und es sind sozusagen ein Symbol von Zivilcourage und von Mut auch, zu seinen Überzeugungen zu stehen und daran orientieren wir uns heute als LMU und daran sollen die Flugblätter eben erinnern. Die Geschwister Scholl sind ja hier festgenommen worden vom Hausmeister, weil sie die Flugblätter oben runtergeschmissen haben und sind dann nach München ins Gefängnis gekommen, in den Stadelheim und dort hat sie der damalige, wie heißt er denn, der dann selber umgekommen ist, hat sie zum Tode verurteilt durch durch Köpfung. Die sind, glaube ich, von der Guillotine sind sie umgebracht worden und konnten üblicherweise, das hat man ihnen noch erlaubt, 2 Stunden vorher, was ganz furchtbar war, von ihren Eltern Abschied nehmen. Die Eltern waren ganz durcheinander und dann sind sie hingerichtet worden. Und eben auch da drüben der Professor Huber, der auf ihrer Seite stand, der sie noch verteidigt hat, aber der musste auch mitsterben. Es waren im Ganzen 4, glaube ich. Noch ein Freund war noch dabei. Wie der heißt, weiß ich jetzt nicht auswendig. Bisschen problematisch finde ich, dass es halt wirklich am Boden ist und dass man drüber laufen kann. Und das insofern eine Art Symbolcharakter hat, wenn ich quasi wirklich, also mit meinen Schuhen quasi wirklich drüber laufe, dass es mir so ein bisschen dass es symbolisieren könnte, dass es mir irgendwie egal ist oder dass es irgendwie, dass ich quasi drauf trete und das irgendwie so einen problematischen, symbolischen Gehalt hat. Ja, ich finde das Monument im Boden nicht passend, denn alle laufen darüber weg und treten mit Füßen drauf und keiner liest. Es ist zu klein geschrieben und fällt überhaupt nicht auf. Also mir ist es auch nicht aufgefallen am Anfang, erst durch längeres hier vorbeigehen, schaut man dann hin. Also ich finde es besser, man würde es hier an der Wand platzieren. Ja, Flugblätter liegen ja meistens auf dem Boden, von daher ist es schon passend.